Hallo YouTube, bevor es hier losgeht, möchte ich kurz eine kleine Sache vorne wegnehmen. Eigentlich hätte an dieser Stelle hier jetzt, wie von ein paar Leuten aus der Community auch richtig geraten, eine Banddoku über Linkin Park kommen sollen. Doch nach aktuell 3 sporadischen Schnittversuchen macht mir YouTube leider immer noch Probleme, was Copyrights angeht. Da ich da leider noch keine Lösung für gefunden habe, habe ich das Projekt auch erstmal auf Eis gelegt. Sobald ich aber eine Lösung gefunden habe, mit der sowohl ich als auch YouTube leben können, holen wir das mit Linkin Park nach. Versprochen. Das soll es kurz gewesen sein. Jetzt geht das eigentliche Video los, bei dem ich euch ganz viel Spaß wünsche. Señor 7. Chaotisch, brachial, exzentrisch, makaber, faszinierend. Eine wilde Liste an Beschreibungen, die man sicher noch immens verlängern könnte, und am Ende würde wohl auch alles irgendwie zutreffen. Die Band, über die ich heute sprechen möchte, hat es aus einem scheinbar langweiligen Fleck im mittleren Westen der USA bis auf nahezu alle Bühnen dieser Welt geschafft. Eine Band, die Regeln brach, Grenzen sprengte und entgegen jeglicher negativen Prognosen zu einem globalen Phänomen wurde. Doch Erfolg geht nicht selten auch mit Opfern einher. Dass diese Männer mit ihren Masken heute noch auf der Bühne stehen, ist gleichwertig überraschend als auch logisch, aber um euch das genauer erklären zu können, müssen wir tief eintauchen in die Geschichte einer Band, bei der Genie und Wahnsinn sich nicht nur die Hand geben, sondern wo sich eines, ähnlich wie die Mitglieder selber, das andere als Maske aufzuziehen scheint. Mein Name ist Paito und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Band-Doku rund um die vielleicht bekannteste maskentragende Band der Welt, Slipknot. Wir reisen nach Des Moines, Hauptstadt des US-Bundesstaates Iowa, ein beschauliches Fleckchen im mittleren Westen der USA. Knapp über 200.000 Einwohner, einige Colleges, reich an künstlerischer Kultur und besonders im landwirtschaftlichen Bereich ganz vorne mit dabei, so findet etwa jedes Jahr die Iowa State Fair statt, eine der größten und bekanntesten Messen für Landwirtschaft. Hier in diesem idyllischen Ort gibt es zwar eine Musikszene, doch Metal ist hier eher als nischiges Produkt einzuordnen. Nichtsdestotrotz, überall auf der Welt finden sich Metalheads, so auch in Des Moines, Iowa, zu denen Sean Clown Crahan, Andrew Rue, Paul Gray, Donnie Steele, Josh Bernard und Joey Jordison gehören, die nach einigen anfänglichen Jam-Sessions Anfang der 90er Jahre das gemeinsame Projekt The Pale Ones gründen, welches sie dann 1995 in Slipknot umbenennen. 1996 recordet und veröffentlicht man in vollständiger Eigenregie die erste eigene Demo Made, Feed, Kill, Repeat. Auf insgesamt 1000 Stück limitiert, gilt die Platte heutzutage als wahres Sammlerstück. Wenn also jemand von euch, so wie ich, zu den glücklichen Besitzern gehört, herzlichen Glückwunsch, ihr besitzt ein wahres Stück Musikgeschichte. Mit dem Release von Made, Feed, Kill, Repeat verlässt auch Donnie Steele direkt die Band. Er wird von Schuldgefühlen geplagt, da er eigentlich privat ein sehr gläubiger Mensch ist und die Musik sowie Texte der Band für ihn nicht mehr länger damit vereinbar seien. Ersatz ist allerdings auch schnell gefunden, Mick Thompson übernimmt Steels Platz an der Gitarre. 1997 verlässt zudem Sänger Andrew Rue das Projekt. Genauere Gründe sind dafür nicht bekannt. Was man aber weiß, ist, dass Rue, der heutzutage unter dem Namen Anders Golzefny lebt, im Jahr 1998 eine neue Band gründet, mit der er aber nur sehr geringfügigen Erfolg verbuchen kann. Sein Nachfolger am Mikrofon wird daraufhin Corey Taylor, der ebenfalls bereits 5 Jahre Banderfahrung mitbringt. Immerhin gehört er zu der 1992 gegründeten Band Stone Sour, die er nach seinem Beitritt zu Slipknot vorerst auf Eis legt. Ebenfalls neu zur Band stoßen im selben Jahr noch der DJ Sid Wilson, welcher der Band mit Background-Sounds und Mixing ein breiteres und düsterer wirkendes Klangbild verpasst.
Und dann kam der Moment, der wider erwartend dafür sorgte, dass eine Stadt wie Iowa heutzutage nicht mehr nur für Kunst und Landwirtschaft bekannt ist, sondern eben auch für knallharten Metal. Slipknot beginnen sich auf kleineren Auftritten einen Namen zu machen und senden ihre Demo an unzählige Plattenlabels, in der Hoffnung, irgendjemand würde ihnen eine Chance geben. Und das passiert schlussendlich auch. Nachdem zunächst Gitarrist Josh Brennard die Band auf halbem Weg durch die Aufnahmen neuer Songs verlässt und Jim Root seinen Platz einnimmt und Chris Fan sich als Percussionist dazugesellt, werden Roadrunner Records im Jahr 1999 auf die Truppe aufmerksam und bieten der Band zunächst einen Newcomer-Vertrag an, mit dem die Männer sowohl die Möglichkeit auf mehr Auftritte, aber auch der Produktion eines ersten vollen Albums bekommen. Slipknot, das Self-Titled Debütalbum, wird am 29. Juni 1999 veröffentlicht und kann dank der Vermarktung des Labels gut durchstarten. Der Sound ist brachial, hart und aggressiv und trotz dass es in den USA eine gänzlich andere Radiokultur als beispielsweise bei uns in Deutschland gibt, ziehen es viele Radiosender nicht in Betracht, Songs der Band zu spielen. Egal ob nun in etablierten Formaten oder Newcomer-Shows, Slipknot finden kaum bis gar keinen Platz in den Radiosendern. Doch die Band schafft es mit einer kreativen, ungewöhnlichen Idee, oder besser gesagt mehreren davon, selbst für Publicity zu sorgen und das Interesse an ihr zu steigern. Slipknot wollen anders sein. Aber nicht einfach nur anders, sondern eben anders. Was jetzt wie ein verwirrend dummer Satz klingt und zugegeben vielleicht auch sein mag, ergibt allerdings auch irgendwie wieder Sinn, wenn man sich mit den Ideen und den Mindsets der Bandmitglieder auseinandersetzt. Die Band beschließt von Anfang an 3 wegweisende und wichtige Dinge. Alle Mitglieder tragen gleiche Overalls bei Live-Auftritten und Musikvideos. Zudem trägt jeder eine individuelle Maske. Und zumindest anfänglich tritt man nicht unter den eigenen Klarnamen in Erscheinung, sondern jedes Mitglied bekommt eine Nummer von 0 bis 8 zugewiesen. Soweit wie irgendwie möglich erschafft man somit schon mal eine ausschweifende Anonymität. Dem geneigten Musikliebhaber wird nun wahrscheinlich ein ganz bestimmter Gedanke in den Kopf kommen. So etwas wie, sich zu anonymisieren, das haben Slipknot ja nicht erfunden. Und nein, das haben sie auch nicht, aber sie haben es auf eine neue, härtere und gewissermaßen persönlichere Art und Weise gemacht. Slipknot wollen Egos und Aussehen aus ihrer Musik entfernen, eine Identität erschaffen, die größer sein kann als sie selbst, ein Ventil für extreme Gefühle. Anonymität und Gleichheit in einer chaotischen Band, bei der mit 9 Mitgliedern eben auch sonst 9 teils gänzlich unterschiedliche Typen von Menschen aufeinanderprallen. Zudem erschafft man für sich und das potenzielle Publikum ein immersiveres und intensiveres Live-Erlebnis. Klar, Bands und Künstler wie zum Beispiel Kiss oder Alice Cooper, die begeisterten schon lange vor Slipknot mit Facepaintings und einem auf gewisse Weise martialischerem Auftreten, weil auch sie dadurch eine Art geheimnisvolleres Ambiente erschaffen. Doch bei Slipknot sind die Intentionen anders. Auch wenn ich mir größte Mühe geben möchte, euch diese Unterschiede genau zu erklären, manchmal ist es einfacher und besser, die Protagonisten selbst zu Wort kommen zu lassen. Daher gebe ich euch hier mal ein paar Zitate diverser Bandmitglieder.
Die Maske erlaubt mir, alles abzulegen, was mich als Mensch definiert. Wenn ich die Maske aufsetze, kann ich tiefer gehen. Ich werde jemand, den ich sonst nicht zeigen kann. Die Nummern geben jedem von uns eine Rolle im Chaos. Es ist wie eine Familie. Jeder hat seinen Platz am Tisch und die Nummer ist dieser Platz. Die Masken sind nicht nur Show, sie zeigen, wer wir sind, aber auf eine Art, die wir selbst kontrollieren. Ich habe die Clownsmaske gewählt, weil sie das ist, was ich tief in mir fühle. In Slipknot enthüllt die Maske die Wahrheit. Ohne sie wären wir nur Typen aus Iowa. Wir wollten, dass die Leute uns hören, bevor sie uns sehen. Die Masken bedeuten Freiheit. Sie machen uns alle gleich. Wenn du maskiert bist, kommt alles, was du tust, aus reiner Emotion. Slipknot wollen somit nicht nur optische Stilmittel zur reinen Theatralik verwenden, für sie ist es eine bewusste Entscheidung, ein Ritual, bei dem die Privatpersonen im Backstage-Bereich bleiben und die Künstler die Bühnen betreten. Wo die ruhigen Familienmenschen Pause haben und die tiefen, exzentrischen Seiten des eigenen Selbst sich ausleben dürfen. Wo Kunst eben Kunst sein darf und kein Bezug oder kein Urteil im Privaten entsteht. Der Plan der Truppe funktioniert. Die Bühnenpräsenz, gepaart mit der gnadenlosen Härte ihres Debütalbums, zwingt langsam aber sicher mehr und mehr Radiostationen in die Knie und Musiksender wie MTV trauen sich ebenfalls Songs wie Wait and Bleed im Tagesprogramm zu spielen. Slipknot bekommen rasend schnell mehr und mehr größere Auftritte. Ihre Popularität steigt und nach nur 2 Jahren erscheint 2001 das zweite Album, bei dem sie ebenfalls wieder darauf setzen, einen Namen mit persönlicher Note zu wählen. Benannte man das erste Werk simpel nach der Band selbst, sollte das zweite Album den Namen der Heimat bekommen. Iowa. Veröffentlicht am 28. August 2001, beschert der Band nicht nur denselben Erfolg wie sein Vorgänger, es kann diesen sogar überbieten. Viele Bands scheitern oft an einem Nachfolger für ihr Debütwerk, nicht so aber Slipknot. Das Album wird zu einem Verkaufsschlager für die aufstrebende Band. Die erste Single Left Behind geht durch die Decke und läuft bei Radios und Musiksendern rauf und runter. Festivals beginnen sich um die neuen Männer zu prügeln. Alle wollen sie plötzlich haben. Can't fucking hear you, make some fucking noise! Denn entgegen einiger Prognosen damaliger Musikexperten und Labelverantwortlichen bringen Slipknot binnen kürzester Zeit scharenweise Fans um sich. Und wo Fans sind, richten natürlich besonders Veranstalter ein enormes finanzielles Payout. Warum genau Slipknot so gut ankommen, das erkläre ich in einem folgenden Kapitel noch etwas genauer. Bleiben wir fürs Erste noch bei der aktuellen Thematik. Iowa ist ein brutales Werk, sowohl musikalisch als auch lyrisch. Nicht ohne Grund wird es von Fans und Kritikern bis heute als das allumfassend härteste und beste Album der Band bezeichnet. Und auch wenn es charttechnisch nicht das allererfolgreichste ist, brachte es den Männern trotzdem einen Platz 1 in den UK-Albumcharts, was für einen Debüt-Nachfolger generell kein leichtes Unterfangen ist. Im Herbst 2002 erscheint dann die Live-DVD Disaster Pieces, benannt nach dem gleichnamigen Song, welche Fans der Band ermöglicht, ein komplettes Konzert hochwertig aufgenommen auf dem eigenen Heimfernseher genießen zu können. Nach dem Festival Sommer 2002 lässt es die Band dann erstmal etwas ruhiger angehen. Aufgrund der Erfolge in der kurzen Zeit und neu gefundenen Connections zu einflussreichen Personen der Musikbranche können Slipknot für die Produktion eines nächsten Albums niemand Geringeren als Rick Rubin gewinnen. Rubin, der bis dahin bereits für KünstlerInnen wie Johnny Cash,
Beastie Boys, Melanie C. und System of a Down Platten produzierte, lädt die Band in sein Anwesen ein und steht ihnen produzierend und helfend zur Hand. Und die Band versteht nicht einfach nur, welche Chance sich ihnen damit bietet, sie nutzt diese auch mit voller Effizienz. Rubin ist versiert, er hat den Ruf, experimentell zu sein und KünstlerInnen einen anderen, gewagteren Blick auf ihre eigene Arbeit zu geben. So ergeht es letztlich auch der Truppe aus Iowa, denn Rubin sieht in ihnen ungeschliffene Diamanten. Erfolgreich schon jetzt, aber noch nicht all ihre Fähigkeiten und Kreativität nutzend, beginnt Rubin der Band mehr Vertrauen in Experimente zu geben. Er bestärkt sie, dass sie kein Iowa 2.0 schreiben müssen, sondern ein gutes Standing haben, um die Leute da draußen auch überraschen zu können. Unter seiner Leitung produzieren und veröffentlichen Slipknot dann am 21. Mai 2004 Volume 3 The Subliminal Verses. Und die Arbeit wird belohnt. Das Album steigt in Deutschland und den USA auf Platz 2, Österreich und England auf Platz 5 und sogar in der Schweiz noch auf Platz 8 der Albumcharts ein. Klar, Iowa konnte in einem Land Nummer 1 erreichen, aber gemessen an allen Charterfolgen ist Volume 3 erfolgreicher. Auch überrascht Volume 3 mit einigen sehr deutlich hörbaren Stilwechseln. Besagte Experimente. Ob die Platte trotz oder gerade wegen eben dieser veränderten Stile so erfolgreich wurde, das lässt sich nicht spezifisch ausmachen. Iowa war dunkel, depressiv, nihilistisch. Volume 3 dagegen ist deutlich emotional reifer, melodischer, offener. Wurde das eine Album noch in einer Phase geschrieben, in denen besonders Sänger Corey Taylor mit Drogen- und Alkoholproblemen sowie psychischen Tiefphasen zu kämpfen hatte, war er während der Produktion von Volume 3 clean, nüchtern, deutlich fokussierter und wesentlich kreativer bei der Arbeit. Volume 3 bietet der gesamten Band mehr Raum zum Atmen, dafür weniger permanentes Maximum, kein ständiges ans Limit gehen. Es folgen vermehrt Einladungen in amerikanische Late-Night-Talkshows. Slipknot sind gefragter denn je, was Konzerte und Festivals angeht, und besonders Songs wie Duality, oder auch Before I Forget werden zu Meilensteinen und bis heute geliebten Evergreens des Slipknot-Portfolios. Before I Forget reizte umso mehr jeden auch nur halbwegs interessierten Fan und Kritiker, denn die Band entschied sich für das Musikvideo auf ihre Masken zu verzichten. Was natürlich zur Folge hatte, dass man alle Mitglieder als sie selbst hätte erkennen können, zum ersten Mal. Durch gut gesetzte Cuts und einer fantastisch arrangierten Kameraarbeit wurde das jedoch alles so geschnitten, dass man immer nur Teile einzelner Gesichts- und Körperpartien der Mitglieder sah. Und wenn eine Großaufnahme entstand, wurde diese anschließend geblurrt. Nichtsdestotrotz ein weiterer genialer Schachzug, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Krönend abgeschlossen wurde dieses Album dann noch, als Slipknot für Before I Forget nicht nur bei den Grammys nominiert wurden, sondern auch noch gewannen. Nach dem Release von Volume 3 touren Slipknot nochmal mehrmals um die Welt. Headline große Festivals wie das Download Open Air oder Rock am Ring und festigen nicht nur ihre Erfolge, sondern bauen sie immer und immer weiter aus. Vier Jahre, unzählige Konzerte und eine weitere äußerst kreative Songwriting-Phase später erscheint am 20. August 2008 das 4. Studioalbum All Hope Is Gone, welches mit ausnahmslos Platz 1 und 2 in den Albumcharts unterschiedlicher Länder erneut ein unglaublich erfolgreiches Album wurde. Einzig für die Band, so wird sich später herausstellen, stellt dieses Album eine katastrophale und beinahe bandbedrohende Zeit dar. Als Fan bekommt man selten bis gar nicht mit, was hinter den Kulissen passiert. Klar, heutzutage ist das alles etwas anders, mit Vlogs und Behind-the-Scenes-Material auf Social Media, aber in den Mitte- bis Ende 2000er Jahren war das halt noch nicht gang und gäbe. Rückblickend erklären die Mitglieder der Band, dass man bei der Produktion des Albums stellenweise kaum noch miteinander gesprochen habe. Taylor und Root zum Beispiel wollten ein melodischeres, alternativeres Album schreiben, mit Volume 3 als Inspiration. Während beispielsweise Jordison und Gray wieder härter und trashiger werden wollten, wie es Iowa seiner Zeit war.
Interne Konflikte, wenig Kommunikation und Bandmitglieder wie Crahan, Wilson oder Fane, die zwar gerne experimentieren wollen, aber auch Wert auf Einigkeit legen, die dieser Tage jedoch fern zu sein scheint, erschaffen eine zunehmend toxische und gereizte Arbeitsumgebung. Hinzu kommt, dass Gitarrist Root später in einem Interview anmerkt, rückblickend nicht mit dem Produzenten Dave Fortman zufrieden gewesen zu sein. Root wird zitiert: Dave Fortman hat mir geholfen, die Fähigkeiten von Rick Rubin als Produzenten schätzen zu lernen. Fortman war nicht imstande, 9 Leute unter einen Hut zu bringen. Und für mich ist das Wichtigste bei der Produktion eines Slipknot-Albums. Krisenbehaftete Produktion, ein Willenstest für alle Involvierten. Eine solche Krise wird entweder durch ein positives Ereignis vernichtet oder durch eine weitere, viel größere Krise abgelöst. Leider traf auf Slipknot Letzteres zu, deren Welt im Mai 2010 auf traurige Weise erschüttert wurde. Es ist der 24. Mai 2010, Pfingstmontag, als Bassist und Gründungsmitglied Paul Gray tot in einem Hotelzimmer in Urbandale, Iowa, aufgefunden wird. Eine erste Autopsie brachte kein Ergebnis, bei einer nachfolgenden toxikologischen Untersuchung allerdings stellte man fest, dass eine Überdosis Morphium und Fentanyl in einer Kombination mit einer vorliegenden Herzerkrankung zu Grays Tod führte. Die Nachricht über das abrupte Ableben Grays verbreitete sich in der Musikwelt wie ein Lauffeuer. Und nur einen Tag später, am 25. Mai, gaben alle 8 verbliebenen Bandmitglieder gemeinsam mit Grays Bruder und Witwe eine Pressekonferenz, bei der sie sich für die bis dahin schon unfassbar vielen Beileidsbekundungen aus aller Welt bedankten und versuchten, das bis dahin Bekannte an die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Denn wie das eben so ist im Zeitalter des Internets, gefühlt nur Minuten nach der ersten Meldung des Todes verbreiteten sich bereits die miesesten Gerüchte über Gray und die Band. Die Band erklärte daraufhin, zunächst eine Auszeit nehmen zu wollen. Den Zeitraum lasse man sich offen, aber auf unbestimmte Zeit werde man Slipknot nicht sehen oder hören. Zwar wurde noch vor dem Tod Grays von Joey Jordison in einem Interview gesagt, ein neues Album wäre in Arbeit, und er wiederholte auch nach dem Tod Grays, es werde sicher irgendwann wieder etwas von Slipknot geben, da sei er sich sicher. Jetzt aber müsse die Band erst einmal eine nötige Auszeit nehmen. Paul Grays Tod ist der zutiefst tragische Höhepunkt einer bereits zu lang andauernden kritischen Phase in der Band, der eben jene dazu zwingt, eine mehr als nötige Auszeit zu nehmen. Dieses Mal aber nicht, um einfach zur Ruhe zu kommen, aufzuarbeiten und angestaute Konflikte aus der Welt zu schaffen, sondern leider eben auch, um zu trauern, zu verarbeiten und Abschied nehmen zu können. Abschließend möchte ich noch der Transparenz halber erklären: Natürlich kann man immer spekulieren, aber die Überdosis, an der Paul Gray verstarb, ist nach abschließenden Ermittlungen nicht auf einen Suizidversuch zurückzuführen. Grays zu der Zeit ihn behandelnder Arzt Daniel Baldy wurde im Nachgang des Todes unabhängig von diesem Ereignis in 7 weiteren Fällen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er soll über mehrere Jahre hinweg etliche Patienten zu hohe Dosierungen an Schmerzmitteln verschrieben und empfohlen haben. 7 Menschen, die nachweislich bei ihm Patient waren, zusätzlich auch Paul Gray, starben an einer Überdosis Schmerzmitteln in Kombination mit schwerwiegenden Erkrankungen. Am Ende konnte 2014 in einem Gerichtsverfahren gegen Baldy das Gericht den Arzt allerdings nicht verurteilen, da eine Jury diesen für nicht schuldig erklärte. Nach 2 Jahren mit entzogener Medical License, in Deutschland nennt man das Approbation, die staatliche Erlaubnis als Arzt praktizieren zu dürfen, einer Strafzahlung sowie einer längeren Rehabilitationsmaßnahme und Nachschulungen
wurde Baldy seine Lizenz im November 2016 wieder anerkannt, womit er wieder als Arzt praktizieren darf. Slipknot selbst empfanden dies als Schlag ins Gesicht für alle Angehörigen der Opfer und äußerten sich kritisch auf ihrer Webseite. Paul Gray wurde 38 Jahre alt. Ruhe in Frieden. Im Juli 2011 meldeten sich Slipknot für ein paar ausgewählte Festivalshows wieder zurück auf der Bildfläche. Um ihrem verstorbenen Bandkollegen und Freund die Ehre zu erweisen, trugen die Mitglieder wie zu Bandbeginn die klassischen roten Overalls und teils auch ihre allerersten Masken. Ebenso gab es immer einen Ständer auf der Bühne, an dem Pauls Overall und seine alte Maske befestigt waren. Während dieser Zeit bis Mitte September kehrte auch kurzzeitig der ehemalige Gitarrist Donnie Steele für diese besonderen Konzerte zurück zur Band. Nicht nur, weil er mit Gray selbst in der Band spielte, sondern auch nach seinem Ausstieg privat sehr eng mit diesem befreundet blieb. 2012 veröffentlichte man mit Antennas to Hell ein Best-of-Album, welches Kritiker eher gemischt aufnahmen. Man fand lobende Worte, dass man jedes der 4 bereits veröffentlichten Alben gleichmäßig repräsentierte, aber da jedoch keine explizite Hommage an Paul Gray vorlag, unterstellten viele der Band nur den Geruch des schnellen Geldes. Zum Ende des Jahres 2013 gab es Slipknot bekannt, dass Gründungsmitglied und Drummer Joey Jordison aus der Band ausgestiegen sei. Dieses Thema wurde dann allerdings nochmal sehr kontrovers, da Jordison seinerseits behauptete, er wäre nicht freiwillig gegangen, sondern aus der Band geschmissen worden. Jordison behauptet, die Band habe ihn in einer E-Mail mitgeteilt, man würde ihn rausschmeißen. Er war die letzten Jahre immer wieder beeinträchtigt, was sein Drumming anging, da er unter transverser Myelitis litt, einer neurologischen Erkrankung, bei der eine Entzündung des Rückenmarks zu plötzlich auftretenden Symptomen wie unter anderem Muskelschwäche, Schmerzen und Taubheit in Gliedern führen kann. Jordison behauptet weiter, die Band habe seinen Ausfall bei Proben oder anstehenden Konzerten nicht in Bezug auf die Krankheit gesetzt, es nicht mit ihr in Verbindung gebracht, sondern angeblich auf Drogenkonsum geschoben, was laut ihm nicht stimmte. Mögliche Beweise für seine Behauptungen, wie zum Beispiel besagte E-Mail, hat Jordison allerdings auch nie veröffentlicht. Auch die Band selbst hat sich öffentlich nicht tiefer dazu geäußert. Corey Taylor sagte dazu in einem Interview: Ich kann bestätigen, dass wir getrennte Wege mit Joey gegangen sind. Und sobald wir etwas sagen können, werden wir es tun. Aber wir versuchen, ihn zu schützen, uns zu schützen und einfach sicherzustellen, dass wir alles richtig machen. Denn genau das erwarten wir von uns selbst und das würden wir auch von den Fans erwarten. Weiter sagte er: Ich weiß, dass die Fans schon darauf brennen, etwas zu erfahren. Es ist nur so, dass wir im Moment wirklich nichts sagen können. Das ist für die Fans scheiße. Und es ist doch für uns scheiße, weil wir immer stolz darauf waren, offen und ehrlich mit allen zu sein. Aber im Moment gibt es einfach nichts, was wir sagen können. Letztlich wurde dieses Thema nie öffentlich geklärt. Realistische Vermutungen legen aber nahe, dass dies aufgrund eines gegenseitigen Rechtsstreits und einer möglichen gerichtlich oder außergerichtlichen Einigung entschieden wurde und somit beide Parteien Stillschweigen bewahrt haben. Am Ende ist das zwar für Fans nicht befriedigend, aber man muss sich natürlich die Frage stellen, ob man als Fan und Konsument der Musik überhaupt alles wissen muss, was hinter den Kulissen passiert. Auf gewisse Art und Weise haben beide Parteien sich ihr Gesicht gewahrt, während man sich auch selbst nicht mit Ruhm bekleckerte. Aber das wird sich bei so etwas wohl auch nie ändern. Joey Jordison war, soweit seine Krankheit das zuließ, nach der Zeit bei Slipknot zwar noch weiter aktiv im Musikbusiness tätig, verstarb dann aber am 26. Juli 2021 im Alter von 46 Jahren an eben genannter Erkrankung. Slipknot äußerten sich trotz der Trennung und stark abgeflachtem Kontakt über die Jahre zu Jordisons Ableben und schrieben auf Social Media Folgendes: Unsere Herzen gelten Joeys Familie und seinen Liebsten in dieser Zeit des enormen Verlusts. Joey Jordisons Kunst, Talent und Geist konnten nicht zurückgehalten werden. Joeys Einfluss auf Slipknot, auf unser Leben und auf die Musik, die er liebte, ist unermesslich. Ohne ihn gäbe es uns nicht. Wir trauern mit der gesamten Slipknot-Familie. Wir lieben dich, Joey.
Corey Taylor fügte bei einem Interview noch hinzu, dass Joeys Tod ihn tief getroffen habe. Und auch wenn man seit Jahren nicht mehr in allzu engem Austausch war, die Band auch ihm neben dem verstorbenen Paul Gray nach ihren Shows Tribut zollen, damit Band und Fans verstehen: Trotz sich getrennt entwickelnder Lebenswege bleiben beide über ihr Ableben hinaus Teil der Bandfamilie. Springen wir nochmal vom Ableben Jordisons im Jahr 2021 zurück ins Jahr 2014. Slipknot veröffentlichten Anfang August den Song The Negative One, den Taylor selbst als Geschenk für Fans, nicht als direkte Single bezeichnet. Kurze Zeit später erscheint dann The Devil in I, in dem auch erstmals die neuen Masken der Mitglieder sowie der neue Schlagzeuger und der neue Bassist offiziell vorgestellt werden. Zunächst werden die Identitäten beider Männer geheim gehalten, aber recht schnell wird zumindest der Bassist von szenekundigen Metalheads als Alessandro Ventura, genannt Alex, identifiziert, da dieser seine sehr prägnanten Armtattoos auf Konzerten nicht verdeckt und daran deutlich erkannt wird. Etwas später wird dann die Identität des Drummers geleakt. Hierbei handelt es sich um Jay Weinberg, Sohn des Drummers Max Weinberg, der seinerseits weltweite Bekanntheit als Drummer von Bruce Springsteens legendärer E-Street Band erlangte. Der Name wurde geleakt, als ein ehemaliges Crewmitglied der Band ein Foto bei Social Media postet, auf dem die Backstage-Liste mit Namen aller Mitglieder zu sehen ist. Die Person selbst hatte vermutlich aus Unzufriedenheit und Rache gehandelt, da sie laut Berichten kurz vorher entlassen worden sei. The Devil in I ist dann auch der ganz offizielle Auftakt für das komplette Comeback von Slipknot. Kurz nach Release gibt die Band bekannt, dass nur wenige Wochen später mit Point 5 The Great Chapter das neue Studioalbum veröffentlicht werden wird. Das neue Album läutet erneut einen gewissen Stilwechsel in der Arbeit Slipknots ein. Zwar werden keine spürbar krassen stilistischen Veränderungen vorgenommen, wie noch beim Wechsel von Iowa zu Volume 3, aber es fällt auf, dass nochmal mehr und bessere Clean Vocals bei Taylor stattfinden, eine ausgefeiltere instrumentale Produktion wie wuchtige, aber melodische Riffs, strukturierte Songaufbauten, bei denen besonders Songs wie eben The Devil in I deutlich klassischere Strukturen wie Intro, Strophe, Chorus, Refrain, Bridge und Solo aufweisen und nicht so chaotisch wie People Equal Shit daherkommen. Auch beweisen Slipknot, dass sie noch besser darin geworden sind, emotionale Tiefe in ihren Texten mit eben ihrer Art von harter Musik zu kombinieren. Slipknot sind zurück, stürmen wieder die Charts, Konzertlocations und Festivalgrounds und all das stärker als zuvor. In späteren Interviews wird deutlich, dass obgleich der tragische Verlust von Paul Gray der Auslöser einer Auszeit war, diese allerdings auch bitter nötig gewesen ist. Man habe abseits der Trauer und Verarbeitung auch an sich selbst arbeiten und reflektieren können, genauso wie gemeinsam als gesamte Band. Angestauter Frust, Konflikte untereinander, kreative Differenzen als Kleinigkeiten erkennen, es war diese bei unzählig vielen KünstlerInnen vor und nach Slipknot bekannte Notbremse, an dessen Ende sich entweder alles trennt oder stärker zusammengerauft zurückkommt. Slipknot taten Letzteres.
Ich werde jetzt einen kleinen Timeskip vollziehen, denn euch jetzt aufzulisten, was für Konzerte, Tourneen und Festivals Slipknot in der Zeit bis 2019 spielten, das würde den Rahmen hier unglaublich sprengen. Und beim Schreiben des Skripts bekomme ich sowieso da gerade das Gefühl, dass das hier schon das Potenzial hat, eine neue Rekordlänge an Doku zu werden. Mal gucken, was ich da zaubern kann. Also rein in 2019. Slipknot haben mit All Out Live im Oktober 2018 bereits eine neue Single released, allerdings noch ohne Albumankündigung. Welche Ankündigung allerdings kommt, ist im März 2019, als die Band bekannt gibt, dass man sich von Chris Fenn trennt, der bisher bei der Band die Percussions spielte und stellenweise Background Vocals beisteuerte. Ob Fenn freiwillig gegangen ist oder rausgeworfen wurde, ist bis heute nicht einwandfrei klar. Die Band schreibt dazu jedoch Folgendes: Slipknot konzentriert sich darauf, das 6. Album zu produzieren und unsere kommenden Shows auf der ganzen Welt zu unseren besten zu machen. Chris weiß, warum er nicht länger Teil von Slipknot ist. Wir sind enttäuscht, dass er sich entschieden hat, mit dem Finger auf uns zu zeigen und Behauptungen aufzustellen, anstatt das zu tun, was notwendig war, um weiterhin ein Teil von Slipknot zu sein. Wir hätten es lieber gesehen, wenn er diesen Weg nicht eingeschlagen hätte, aber die Entwicklung aller Dinge ist ein notwendiger Teil des Lebens. Fenn hatte Taylor und Crayon beschuldigt, ihm Gehaltszahlungen unterschlagen zu haben und strebte eine Klage gegen die Band an. Laut Taylor und Crayon seien dies allerdings immer haltlos und vor allem falsche Unterstellungen gewesen. Man habe dies mit Chris klären wollen, um einen größeren Streit zu vermeiden, doch Chris sei nicht von seiner Klage abgewichen. Ein Gericht riet Fenn in Zusammenarbeit mit dessen Anwalt später dazu, eine außergerichtliche Einigung mit der Band anzustreben, da ihm dies eine potenziell höhere Wahrscheinlichkeit eines kleinen Erfolges bringen würde. Vor Gericht könnte er bei einem offiziellen Verfahren schlimmstenfalls auch leer ausgehen. 2020 schließlich wurde eine eben solche außergerichtliche Einigung laut diversen Berichten erzielt. Über die Einzelheiten dieser Einigung haben beide Partien aber Stillschweigen vereinbart. Nicht ungewöhnlich, muss man erwähnen, und daher ist und wird darüber auch sicher nichts mehr an die Öffentlichkeit kommen. Michael Pfaff, der zunächst bis zum Reveal seiner Identität aufgrund seiner Maske bei Slipknot nur als Tortilla Man bekannt war, ersetzte Fenn an den Percussions und den Background-Gesang. Mit wieder einmal leicht verändertem Line-Up veröffentlichte man am 9. August 2019 das Album We Are Not Your Kind. Dem nachgesagt wird, das overall atmosphärischste Album der Truppe zu sein. Eine starke Bandbreite im Vocalbereich von Taylor, mehr Groove und Tiefe in der Gitarrenarbeit, dazu situative Einsätze der Percussions für weniger Krach und mehr für subtile Rhythmik und Spannungssteigerung sowie eine textliche Vielseitigkeit beweisen, Slipknot müssen sich nicht in ihrer Arbeit wiederholen. Sie können reifen, ohne weich zu werden. Sie bleiben kreativ relevant und zeigen, dass auch durch nunmehr einige Wechsel in der Besetzung nichts von dem Spirit verloren gegangen ist, den Slipknot ursprünglich ausmachten. Chaos stiften, Grenzen überschreiten, ebenso gern zum Nachdenken anregen, Kritik üben, aber auch provozieren. Das neue Werk wird ein Album, bei dem selbst kritischere Fans sagen, ist nicht mein Lieblingsalbum, aber mutig und wichtig. We Are Not Your Kind ist kein Nostalgiealbum. Es beweist, dass Slipknot auch nach über 20 Jahren noch erfolgreich und klug experimentieren, provozieren und berühren können. Let your mouth go sick and dry. Put your life into your death now. Let them sing till you die. Die, 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 You let it go, let the rhetorical babble look at lyrical. Why am I always in your death? Am 30. September 2022 folgt das 7. Studioalbum The End So Far, welches zugleich mit einer zusätzlichen Ankündigung released wird. Slipknot haben nach nunmehr 23 Jahren ihren Vertrag mit Roadrunner Records nicht verlängert. Ja, die 2023 erschienene EP Adderall wurde zwar noch unter Roadrunner Records released,
Das wird allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach noch aufgrund zu erfüllender Restverpflichtungen gegenüber dem Label passiert sein. Viele Labels geben Bands häufig Plattenverträge, bei denen bestimmte Verpflichtungen festgehalten werden, welcher Band und KünstlerInnen dann natürlich auch nachkommen müssen. Wenn ein Plattenvertrag endet, heißt das also nicht automatisch, dass alles vorbei ist. Viele Verträge umfassen nicht nur Studioalben, sondern eben auch EPs, Live-Releases oder Sonderverpflichtungen. Slipknot erfüllten ihren langjährigen 7-Album-Deal mit Roadrunner Records zwar 2022, doch bestimmte Rechte und Verpflichtungen konnten darüber hinaus durchaus bestehen bleiben. Deshalb ist es möglich, dass auch nach dem offiziellen Vertragsende noch die ein oder andere Veröffentlichung unter dem Namen des alten Labels erscheint. Selbst dann, wenn die Band kreativ bereits unabhängig ist. Corey Taylor erklärte öffentlich, was die Band zu dem Schritt bewegte. Roadrunner ist nicht mehr das, was es einmal war. Es ist nicht einmal ein Schatten davon. Er erklärte, dass viele der Leute, mit denen Slipknot früher zusammengearbeitet hatten, inzwischen nicht mehr beim Label seien und häufig in sehr unspektakulärer Weise entlassen wurden. An diesem Punkt können wir einfach tun, was wir wollen und sind niemandem mehr verpflichtet. Wir können jetzt beispielsweise Konzept- oder Doppelalben machen, ungewöhnliche Ideen verfolgen oder einfach einmalige Sonderprojekte raushauen, ohne an Verträge gebunden zu sein. 2023 gab man dann auch noch bekannt, dass die Band sich sowohl von Sampler Craig Jones und Drummer Jay Weinberg trennt. Bei Jones gibt es keine bekannten Gründe, warum, aber unter Insidern und Fankreisen wird stark gemutmaßt, dass es eine private Entscheidung von Jones war, da dieser auch seitdem nicht mehr im Musikmarkt aktiv gewesen ist und die Trennung friedlich ablief. Bei Weinberg hingegen gab die Band das Statement ab, man würde sich von ihm trennen aufgrund von kreativer Weiterentwicklung. Weinberg selbst gab an, er hätte diese Entscheidung der Band mitgeteilt bekommen und sei davon überaus überrascht und zutiefst verletzt gewesen. Er sprach davon, dass es nicht der Ausgang war, den er sich für seine Slipknot-Reise gewünscht habe, aber er drücke zugleich Dankbarkeit für die Zeit, Erfahrung und die Unterstützung der Band und Fans aus, wünschte der Band auch weiterhin alles Gute für die Zukunft. Seit 2024 stehen mit Jeff Karnowski an den Samplern und Eloy Casagrande an den Drums nunmehr wieder 2 neue Mitglieder im Line-Up. Wobei besonders die Verpflichtung von Casagrande wohlwollend und staunend aufgenommen wurde. Casagrande war nach der Nachricht mit Weinberg ein heiß gehandelter Kandidat. Ist an ihm ein äußerst begnadeter Drummer verloren gegangen, der bereits mit einigen Projekten, allen voran aber für seine Arbeit bei Sepultura sehr bekannt ist. Zum 25. Jubiläum des Debütalbums veröffentlichte man dann ebenfalls 2024 noch eine Jubiläumsversion des Albums, bevor die Band 2025 dann erneut auf große Konzerttour durch Australien und Europa ging. Im Oktober diesen Jahres wurde noch in Aussicht gestellt, dass man an neuem Material arbeite, allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen könne, wann mit einem potenziellen Release zu rechnen sein dürfte. Slipknot waren nie einfach nur eine Metalband. Von Anfang an waren sie ein Zustand, ein Ventil, eine Reaktion auf Chaos, Wut und das Gefühl, nirgends dazuzugehören. Ihre Masken schufen Distanz und gleichzeitig Nähe. Sie machten die Personen dahinter unwichtig und ließen nur noch Emotionen, Energie und Identität sprechen. Live sind Slipknot keine Show, sondern reine Eskalation. Kein Stillstand, kein sicherer Raum. Nur rohe Intensität, körperliche Präsenz und das Gefühl, Teil von etwas Unkontrollierbarem zu sein. Was sie über alle Jahre relevant gehalten hat, ist nicht Perfektion, sondern Wandel. Slipknot haben sich nie davor gedrückt, unbequem zu sein, weder musikalisch noch menschlich. Sie haben Fehler gemacht, Verluste erlitten, sich neu erfunden und genau das hörbar gemacht. Die Beziehung zu ihren Fans war dabei nie einseitig. Slipknot haben nie von oben herab gesprochen, sie standen mitten im Chaos, auf derselben Seite wie die Menschen vor der Bühne. Gerade zu ihrer Anfangszeit trafen sie einen Nerv. Junge Metal-Fans hörten zum ersten Mal eine Band, die nicht zwanghaft cool sein wollte,
sondern ehrlich, laut, hässlich, verletzlich und kompromisslos echt. Und vielleicht liegt genau darin ihre Faszination. Slipknot haben nie versprochen, dich zu retten. Sie haben dir nur gezeigt, dass du mit deiner Wut, deiner Leere und deiner Intensität nicht allein bist. Und genau deshalb sind sie bis heute immer noch so relevant. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei euch und freue mich, wenn euch diese sehr verrückte und sicherlich noch viel zu vereinfachte Reise durch die Geschichte von Slipknot informiert, unterhalten und natürlich gefallen hat. Ich habe ganz speziell in dieser Doku versucht, ein paar stilistische Änderungen im Skript vorzunehmen. Euer konstruktives Feedback ist daher immer gern gesehen. Wenn dem so ist, dass es euch gefallen hat, würde es mich zum einen wahnsinnig freuen und zum anderen meinem Kanal sehr weiterhelfen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar verfasst und den Kanal bei Interesse an mehr von diesem Content auch noch abonnieren würdet. Ein letztes Mal danke für eure Zeit und fürs Zuschauen. Ich bin der Paito und ich freue mich darauf, euch schon bald erneut zu einer neuen Band-Doku begrüßen zu können. Bis dahin, ciao.